Ich liebe es einfach, so mit den Händen zu arbeiten und nicht mehr nur vorm Computer zu sitzen. Liebe Backen einfach. Den Produktionsplan ausdrucken für die Woche, damit ich einen Überblick habe, was ich heute backen muss. Und dann fange ich an, damit Sauerteige anzufrischen und so ein bisschen Kleinkram zu erledigen. Danach werde ich die ersten Brote formen. Wenn es an ist. Wisst ihr denn, an welchen Tagen die Brote am besten gehen oder welche Brote am besten gehen? Ja, ungefähr. So Erfahrungswerte. Ja, Beutebrot geht immer. Das ist so der Klassiker. Und wir haben auch nicht alle Brote an jeden Tagen. Genau. Also Roggenbrot, Beutebrot haben wir immer. Dinkelbrot haben wir ab Mittwochs hier und in Moabit ab Dienstags. Also wir haben auch an jedem Standort ein bisschen anderen Produktionsplan. Genau. Jeder Standort ist auch so dezentral organisiert. Das heißt, es wird eigentlich selbst entschieden von den Leuten, die den Standort leiten, was wir da anbieten und was nicht. So, das ist der Plan für heute. So.
Temperatur wichtig? Ja, das ist jetzt für den Roggensauerteig und die ist sehr wichtig, weil der Roggen warmes Wasser braucht. Und der Grundsauerteig für den Roggen, also wir machen 3 Stufen bei dem Roggen und der Grundsauerteig wurde am Samstag schon gemacht mit 2% Salz und dann im Kühlschrank gelagert. Das heißt, hier ist es jetzt besonders wichtig, dass ich warmes Wasser nehme, weil der Teig an sich wahrscheinlich so 10 Grad hat oder ein bisschen weniger, 6 Grad. Genau, deswegen muss ich da sehr warmes Wasser nehmen. Ich habe jetzt so knapp 50 Grad. So, ich habe was Dummes gemacht. Ich hätte das in den Kneter machen sollen, weil das relativ viel Teig ist. Hier aus. Bisschen verschüttet. Naja. Also ich muss einmal kurz durch. Der hat jetzt 29 Grad. Könnte ein bisschen wärmer sein, aber ist auf jeden Fall völlig im okayen Bereich. So, der wird jetzt so noch 3 Stunden gehen. Und dann kommt da nochmal Mehl, Wasser und Salz rein. Und dann wird daraus der Roggenteig. So.
Ja, ich frische jetzt den Weizensauerteig an. Der wird jeden Morgen neu angefrischt. Ich habe hier jetzt 3 Kilo Weizensauerteig und den mische ich mit ungefähr 3 Kilo Wasser und 3 Kilo Mehl. Und es ist nicht schlimm, wenn man ein bisschen mehr Wasser reinmacht, ein bisschen mehr Mehl reinmacht. Der Sauerteig ist ja jetzt übers Wochenende gegangen, das heißt, der ist eh relativ sauer und braucht ein bisschen mehr Nahrung. Und der steht jetzt dann auch ungefähr 3 Stunden draußen und aus dem oder mit dem Sauerteig gemacht. Also die Weizenteige, das heißt so Beutebrot, Brezeln, Kuchen. Genau. So, mit der Hand. Ich schreibe da die Temperaturen auf von den Teigen, damit das nachvollziehbar ist, wie viel Grad die haben. Genau, wir dokumentieren das jeden Tag. Genau, damit die Person, die später Teige macht, auch weiß, wie viel Teig das ist. So, hier schreibe ich gerade auf, was ich den Tag heute produzieren muss. Also noch nicht alles, aber den Großteil. Daran kann ich mich so ein bisschen langhangeln. Auch so, wie ich meine Zeit einteile. Genau, ich bin jetzt noch so 2,5 Stunden alleine, bis die nächsten beiden kommen, die mir dann auch ein bisschen helfen werden. Aber genau, ich fange jetzt einfach an mit Beutebrot aufarbeiten, ganz viel, das abbacken und dann genau mit so ein bisschen Kleingebäck, Kuchen und so. Ja. So. Das ist unser Obstkuchen, der kann schon mal akklimatisieren. So. Gut. Dann ohne. So, ich wiege jetzt 900 Gramm pro Brot ab für unser Beutebrot. Also plus minus.
ist so ein klassischer Ablauf morgens, dass man erst die Sauerteige anfrischt und dann den ersten Schwung Beutebrot formt, damit die dann in den Ofen können. Also hier zumindest. An jedem Standort ist es ein bisschen anders, aber an den kleinen Standorten kann man sich eigentlich an diesem Ablauf ganz gut orientieren. Und genau, ich werde gleich vielleicht auch schon mal ein paar Seelen formen. Die brauchen nicht so lange im Ofen und die können dann, während das Brot hier nochmal in der Stückgare im Körbchen vor sich hin reift, gebacken werden. So spare ich mir später auch ein bisschen Zeit. Jeder hat auch ein bisschen eine andere Art, das aufzuarbeiten. Aber ich versuche nicht zu viel Spannung zu geben, damit sich das später schön entspannt und nicht so lange im Gärkorb liegen muss. Beutebrot hat 90% Weizen, 10% Dinkel, Vollkorn und genau, ein ziemlich so klassisches Sauerteigbrot wie ein französisches Landbrot. Wir machen den Teig eigentlich jeden Tag, aber jetzt, genau, heute ist Dienstag, heute ist Produktionsbeginn für die Woche und diesen Teig haben wir schon am Samstag gemacht mit nur 2% Sauerteig, damit man genau am Dienstag direkt Teige hat. Das ist Teig, hat sich sehr gut bewährt bisher. Die bleiben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde im Gärkorb, circa. Und dann kommen die in den Ofen und werden dann noch mal so eine Dreiviertelstunde gebacken. Wie bist du denn darauf gekommen, Bäckerin zu werden? Ja, ich hatte einfach Lust. Ich habe vorher eher so im Kunst- und Kulturbereich gearbeitet und habe auch Kunst studiert. Also bin tatsächlich auch noch praktizierende Künstlerin, neben dem Job hier in der Bäckerei. Ja, und wollte gern einfach mal ein Handwerk lernen und habe mich dann relativ Hals über Kopf bei Dumberger beworben und bin jetzt so gute 2,5 Jahre hier. Genau. Und es ist nicht so, dass ich unbedingt eine Bäckerei eröffnen will, wie viele von uns, aber ich hatte einfach total Interesse, mal ein Handwerk so richtig zu lernen und fand es sehr attraktiv, hier nicht eine klassische Ausbildung machen zu müssen, sondern so eine betriebsinterne Ausbildung. Also wir haben eigentlich keine Leute bei uns, die eine klassische Bäckerlehre in dem Sinne machen, sondern einfach über einen Quereinstieg herkommen oder nach ihrer Bäckerinnenlehre. Genau, das fand ich irgendwie sehr schön und wir sind ein sehr dynamisches Team. Man merkt schon, dass viele vorher was anderes gemacht haben und verschiedene so Perspektiven reinbringen. Ich finde die Arbeit mit den Kollegen echt schön hier. Genau, so kam das. Einfach aus Interesse. Und ja. So, die Gärkörbe bestäube ich mit Roggenmehl. Das hat sich ganz gut bewährt.
Dann klebt der Teig nicht so im Korb. Und was war die Motivation bei dir? Ehrlich gesagt, ich glaube, mir liegt es ganz gut, so ein Team zu leiten oder ein kleines Team zu leiten, so zu organisieren, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte da einfach Lust drauf, mich auch ein bisschen weiterzuentwickeln, weil an sich so Produktion macht Spaß, also so Brot zu backen, Teige zu machen und so weiter, aber es ist einfach eine neue Herausforderung gewesen. Und ich glaube, ich tendiere schnell dazu, einfach was Neues zu wollen und weiter zu lernen, was Neues zu lernen, nicht so stehen zu bleiben. Und so, genau, habe ich einfach total Lust darauf gehabt und es hat mega viel Spaß gemacht. Aber jetzt gerade leite ich keinen Standort. Ich springe nur immer mal ein, wenn Leute fehlen oder wenn man eine Führungsposition braucht. Und jetzt gerade bin ich neben der Produktion auch dabei, die Ausbildungsabteilung bei uns zu koordinieren. Das heißt, ich schaue, welche neuen Leute wo an welchem Standort und durch wen ausgebildet werden, wie schnell die sind. Ich bilde manchmal auch selbst aus. Genau, wie schnell die sind, damit meine ich, wann man absehen kann, wann sie weiter und wo sie weiter dann ausgebildet werden. Und das macht mir besonders viel Spaß. Ich komme eigentlich ursprünglich also aus dem Kunstbereich, aber auch aus der Kunstpädagogik. Das heißt, dieses ganze Thema rund ums Ausbilden liegt mir nahe. Die Körbe, die bleiben jetzt noch ein bisschen stehen. Die letzten noch so eine Dreiviertelstunde, die ersten können schon in so 20 Minuten in den Ofen. So, das wären jetzt Seelen. Dafür wiege ich 300 Gramm pro Teigling ab. Und die werden dann später mit Kümmel und Salz bestreut. Genau, ist auch so ein Klassiker von uns.
Die Seelen liegen jetzt noch mal so 15 Minuten ungefähr, damit die sich ein bisschen entspannen. Und dann kommen die auch in den Ofen. Hallo. So. Das ist der größte Pain, wenn sie nicht in 3 Schwüngen hochgeht. So. So, ich check gerade, ob die schon weit genug sind, um in den Ofen zu gehen. Ich denke gleich, ja. So, das sind unsere Kuchenbleche. Da kommen genau, eigentlich alle unsere Arten von Kuchen drauf. Das wird jetzt mit Trennfett eingesprüht, damit der Kuchen auf jeden Fall nicht kleben bleibt. Und dann haben wir hier Kuchenteig, der wurde auch am Samstag gemacht. Ich hatte noch ein bisschen Obstkuchen da. Da war noch was ausgerollt, den werde ich nehmen. Heißt, ich muss jetzt nur Butterzuckerkuchen. Und da checke ich mal, wie viel. Ah ja, sogar nur einen. So, der Kuchen muss jetzt auch ein bisschen garen. Ist eigentlich schon fast zu spät, dass ich den mache. Deswegen werde ich den einfach gleich auf den Ofen stellen, damit er dort ein bisschen mehr Hitze bekommt. So, das sind 1,1 Kilo. Und jeder Kuchen bei uns wird mit dem gleichen Teig gemacht. Also es ist egal, ob im Butterzuckerkuchen oder Obstkuchen oder Zimtschnecken. Wir benutzen für alles den gleichen Teig, nur eben in einer unterschiedlichen Form. So, der wird jetzt und das Mehl ein bisschen abgestäubt. Und dann kommt er hier in die Form rein. So, und da kommen jetzt schon mal Löcher rein, die ich da so reindrücke. Da kommt nachher Butter rein. Das könnte ich jetzt machen oder später, aber ich mache es ein bisschen später. Kann ich jetzt erstmal ein bisschen was anderes machen. So, dann kommt der hier hoch, damit der schön Wärme hat. Und der Teig kommt wieder in die Kühlung. Weiter geht's. Hauen wir hier drauf. So, ich glaube,
Fühlt sich weich an, schön entspannt. Die können wir schieben. Ups. Ich muss einmal ein bisschen Mehl noch holen. So. Und den nehme ich mal mit nach vorne, den Weizensauer, damit er ein bisschen mehr Wärme bekommt. Stelle ich den, wenn wir fertig am Ofen sind, dann vor den Ofen. So. So, 15 Brote kommen in einen Ofen. Dann kommt auf die auch noch mal ein bisschen Roggenmehl. Ich muss jetzt auch noch mal gucken. Sieht sauber aus. Jetzt werden die auf den Abzieher gestürzt und bleiben hier auch noch mal kurz drauf liegen, damit die sich ein bisschen entspannen und nicht zu einer Kugel werden. Das Mehl wird weggefegt, weil Mehl auf so gebackenem Brot ist nicht so schmackhaft. So, und dann entspannen die sich und ich schaue, dass die ungefähr so die Größe von meiner Hand haben. Also es ist natürlich nicht universell weiterzugeben, weil jeder hat eine andere Handgröße, aber so ungefähr meine Hand. Da ist es nicht, hier ist es. So, dann habe ich hier das Schneidemesser, das ist wie so eine Klinge. So ein bisschen sauber machen, damit es auch gut schneidet. So, und hier unten sieht man auch, dass sich das ganze Brot so am Boden abgesetzt hat. Also es nicht mehr so eine Rundung gibt. Das heißt, dass die jetzt relativ entspannt sind. So, und dann kommt in jeden Teigling ein D reingeschnitten für Domberger. So, Klappe auf. So, 10 Minuten jetzt bei 250 Grad und dann wird es ein bisschen runtergestellt. So, wie sehen denn die Seelen aus? Ja. Also nächste Runde. Mehl. Ich fege den einmal noch mal kurz auf. Vorsicht.
So, den Dampf machen wir für eine bessere Krustenbildung. Das heißt, dass das Brot von außen richtig knackig wird und es wird dadurch auch viel glänzender. Also wenn man keinen Dampf gibt, wird es ein sehr stumpfes Brot. Aber mit Dampf wird es sehr, sehr schön glänzend. Kümmel und Salz. Ich mache mal ein paar ohne. Nicht alle mögen Kümmel, aber genau ein paar werden ohne gemacht. So. So, noch eine Runde Beutebrote. Vielen Dank. Einmal hier unten, der muss da oben rein. Ja, perfekt. Warte. So. Ja. Ich danke dir. Mein Schatz. Du hast gemeint, du hast Schulterprobleme? Ja. Nicht von der Arbeit. Ich habe mich irgendwie dumm verlegen. Und ich bin gestern damit schon aufgewacht und war so, oh Gott, das kann nicht sein. Aber ich dachte mir, es ist jetzt irgendwie nochmal blöd, es jetzt nochmal umzulegen. Deswegen arbeite ich heute mit Wärmepflaster. So. So. Sehr gut. Das ist immer der beste Moment, dass man reinguckt und sieht, dass sie nicht zu flach werden oder nicht zu rund werden. Okay, weiter geht's.
Einmal hier. Da kommt jetzt Butter auf den Kuchen. Das ist unser Butter-Zuckerkuchen. Zucker auch bei uns. Es werden 125 Gramm. Ungefähr 125 Gramm. Das sind jetzt 128 fast auf. Und wieder zurück. Die Butter lasse ich jetzt auch draußen liegen für später, weil wir nachher noch Kuchenteig machen und Zimtschneckenmasse und so Brezeln. Dafür brauchen wir weiche Butter. Deswegen bleibt die hier draußen. Kommt jetzt in die kleinen Löcher, die ich vorhin reingedrückt habe. Und da wird später vorm Backen noch Zucker drauf gestreut. Butter ist ja schon drin. Und nach dem Backen kommt da Sahne drüber gesprenkelt. Wird der Dinkel sauer angefrischt. Der Kuchen kommt erstmal wieder hier hoch. So, dann kann er schön weiter. Gucke ich auch mal nach den Seelen. Ein bisschen heißer sein. Das sieht auch gut aus. Ist nicht warm genug. So, den Dinkelsauer frische ich jetzt auch an mit ungefähr dem gleichen Teil Wasser und Mehl und Dinkelsauer, aber ein bisschen weniger, weil der relativ sauer ist jetzt übers Wochenende. 750 Gramm Wasser, 750 Gramm Mehl, 500 Gramm Dinkelsauer. Sieht gut aus. Minuten. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die nächsten Sachen in den Ofen kommen. Deswegen werde ich jetzt schon mal anfangen, Brezeln zu schlingen. Dafür und 2 Bleche.
So, die wurden jetzt schon vorgelenkt. Eigentlich würde ich sie jetzt abpressen, aber wir testen gerade eine neue Art der Gärzeit. Ob das mehr Sinn macht, die so vorzubereiten am Wochenende. Deswegen sind die jetzt schon glücklicherweise vorgelenkt. Die reißen so ein bisschen. Das sieht nicht so schön aus. So, unsere Brezeln haben im Idealfall einen dicken Bauch und dünne Ärmchen. Die Arme so richtig schön knusprig sind und der Bauch weich. Aber jeder macht die Brezel natürlich wie jedes Produkt ein bisschen anders. Aber ich mag die gern, wenn die so einen dicken Bauch haben und so ganz spitze Arme. Brezeln sind auch so ein Klassiker bei uns. Wir machen da Butter in den Teig rein. Deswegen würde ich sagen, schmecken sie besonders gut. Natürlich in Verbindung mit Sauerteig auch. Genau. Macht man das nicht unbedingt mit Butter? Die meisten Brezeln sind vegan, die man so kauft. Und vielleicht ist da Margarine drin, ich bin mir gar nicht so sicher, aber Leute sind auf jeden Fall immer wieder erstaunt, wenn wir sagen, dass wir da Butter drin haben, weil so herkömmlich sind die nicht unbedingt mit Butter. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Region drauf an, kann ich mir vorstellen. Also so die Klassiker-Brezeln gibt es ja so in Bayern oder Schwaben. Das hier weiß ich gar nicht, wahrscheinlich eher so eine schwäbische Brezel. Unser Chef kommt aus der Region, deswegen haben wir viele Produkte, die so dem Süddeutschen angelehnt sind. Also wie so Seelen oder Brezeln oder auch Winschger haben wir. Wobei der auch immer offen ist, dass wir ein paar neue Sachen machen. Aber es ist sehr klassisch süddeutsch, würde ich behaupten. Der kommt aus Augsburg, ja, aus Augsburg kommt er. Genau. Jo. So, das sind die fertigen Seelen. Mache ich die noch schnell fertig und dann kommt wieder Beutebrot in den Ofen. Und dann holen wir mal aus dem Keller neue Teige für die nächsten Brote. So, ich klopfe da jetzt, wenn sich das hohl anhört, dann ist es fertig. Nochmal ein zweites. Ja, hört sich gut an. Da auch fest. Das sind fertige Brote.
Es sind heute so um die 70 Brote bestellt. Ich habe jetzt so 60 im Ofen. Dann werde ich jetzt noch ein paar für die Bestellung backen. Und die Sachen, die danach kommen, sind für den regulären Verkauf. Aber wir machen auch immer erst unter der Woche um 12 auf. Das heißt, dafür ist noch ein bisschen Zeit. Wobei auch viele Leute früher kommen und was haben wollen. Das klappt manchmal. Ja, die können noch. Stelle ich mal hier eine Uhr. Der braucht noch ein bisschen, bis der richtig bubbly wird. Ja, der muss noch mehr Blasen schlagen und am besten so ein bisschen schaumig werden. Das dauert wahrscheinlich noch so eine Stunde ungefähr. Ja, klingt besser.
So, hier länge ich gerade Teiglinge vor für die Beutestangen, also für so Baguettes. Die bleiben dann so 20 Minuten liegen ungefähr, so 15, 20 Minuten, bevor ich die dann weiter in Baguetteform bringe. Ist das ein anderer Teig? Nee, das ist der gleiche Teig, deswegen auch Beutestange. Das andere war das Beutebrot. Das ist unser Beuteteig, aus dem machen wir eben die runden Brote, dann so doppelte Brote für die Gastronomie meistens. Und Seelen sind auch aus dem gleichen Teig und Rebstöckle, das sind so Snackstangen, die mache ich nachher noch. Alles der gleiche Teig, wie so ein Universalteig. Aber eben durch die verschiedenen Formen auch, bringt er dann auch verschiedene Eigenschaften mit. Aber die Beutestange und das Beutebrot sind relativ ähnlich. Natürlich von der Krume, von der Kruste. Ja. Wir können nachher mal den pH-Wert messen. Anhand des pH-Werts können wir auch bestimmen, wie weit der schon ist. Aber der soll auch so Aktivität zeigen. Morgen! Na? Ja. Ich hatte schon anderen hier und da war ich so, du bist heute nicht hier. Ja, der ist in der Ulanstraße. Ja, naja. Kennst du dich hier noch aus? Boah, ich verlaub mich da immer. Okay, dann warte noch kurz, bis Aida da ist, ja? Dann kann sie dir zeigen, wo ihr hin müsst. Kaffee haben? Sehr gern. Was ist dir gern? Hafercappuccino. Danke. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Schön. Willkommen zurück. Ja, okay. Ich habe so ein bisschen Nackenschmerzen.
Danke. Ja, danke. Ja, ich hab schon gehört, Schwerpunkt oder was. Lecker Weizen. Ja, haben wir jetzt. Ich schlage den Teigling wie so ein Paket zusammen. So baue ich ein bisschen mehr Oberflächenspannung auf. Und dann wird es hier nochmal so über den Daumen gewirkt. Dann hat die Oberfläche relativ viel Spannung. Es wird nochmal lang gemacht. Ich mache gern so ein bisschen so Spitzen dran. Haben es nochmal ins Mehl und in die gemehlte Form rein. Und da bleibt es jetzt auch nicht mehr so lang. Also die Stange bleibt da ungefähr jetzt noch so 10, 15 Minuten liegen maximal. Sonst wird die zu flach im Ofen. Die kann relativ schnell geschoben werden. Auch nicht zu schnell, dann wird die zu rund. Aber genau, dieses Gefühl bekommt man irgendwann. So. So, jeden Morgen schreibt man dran, was die Kollegen zu tun haben. Genau, dass wir eine richtig gute Auftragsvergabe haben und nichts untergeht. Und ja, einfach wie so eine kleine To-Do-Liste. Herzlich willkommen. Du musst 9-mal Zimtmaße machen. Ich habe vergessen zu sagen, dass du Butter holen sollst. Okay. Aber das kannst du ja bis später auch noch, heute Abend. Genau. Morgen machen wir Kaffee. Doch, weiß nicht. Nee. Genau, Kuchen für 2 Tage und wir haben hier noch Restteig. Du kannst Brezeln vorlängen, also lang machen und dann schlingen. Wir haben hier noch 2 Pressen da unten. Ich habe eine Presse schon fertig gemacht. Und dann 2-mal Obstkuchen belegen, das ist der hier oben. Und Rebstöckle. Aber noch nicht jetzt. Die Rebstöckle sage ich dir Bescheid wann. Weil da ist jetzt erstmal noch was im Ofen. Also so gegen 11 wahrscheinlich. Ich schiebe jetzt Sachen in den Ofen und dann mache ich eine Pause. Du kannst zwischendurch auch ausbacken, wenn du willst. Ich? Ja. Oder was heißt ausbacken? Rausholen. Rausholen, ja. Ja. Hast du ja auch schon gemacht, oder? Ja. Bisschen. Machst du den Obstkuchen? Also ich will um 11 Uhr den Obstkuchen in den Ofen schieben. Passt. Ja. Soll ich lieber erst mit Obstkuchen Nö, anfangen? kannst ja auch Pause machen zwischendurch von den Brezeln. Eh schon fertig, deswegen einfach so ein ongoing Project. Du kannst auch die Brezeln vorlängen, dann liegen lassen, Ja. dann den Kuchen machen, dann schlingen. Weil die müssen sich ja eh ein bisschen entspannen. Baguette einschneiden ist nicht so einfach. Man darf das nicht zu steil einschneiden, weil die sonst zerfließen, die Stangen. Man muss wie so einen geraden Strich mit einem kleinen Schwung, wie so eine kleine Welle. Und
Im Idealfall 5 Striche, 5 Schnitte. So. Hi. Hi, ich brauche eigentlich nur 2 Seelen. Und Ja. habt ihr schon Seelen? Ich habe heute schon Seelen. Hast du Bargeld? Habe ich, klar. Sehr gern. Ich habe nicht die Kasse noch nicht offen. Ja. Willst du mit oder ohne Kümmel? Mit bitte. Jo. 6,60. Nee, So. super, stimmt so. Danke dir. Danke. Ja, ciao. Ciao. Schönen Tag noch. Ja, vorschieben. Direkt drin, wenn man hier 3 Tage in der Markthalle macht. Also ja, lief alles gut und jetzt haben wir dich zurück. Genau, das ist ja irgendwie erstmal. Ah ja, hast du noch nicht geredet? Also irgendwie mit einem bisschen, aber. Also jetzt nur Butter nochmal, oder? Ja, hast du Mehl? Mehl habe ich. Okay. So, das Patrick. Patrick ist unser Praktikant für jetzt noch 3 Wochen. Und es ist seine erste Woche hier in der Markthalle. Und ja, ist gerade am Brezeln vorlängen und wird die danach schlingen. Genau, kennt sich schon mit so einigen Sachen ganz gut aus. Eine gute Hilfe. Und da hinten haben wir Aida am Teig. Einmal rüber. So, das ist Aida. Aida macht heute die Teigschicht. Genau, und ja. Ja. Das heißt, ich kann mit Drogen eigentlich anfangen auch direkt, oder? Ja. Ansteckend bitte Ja. abnehmen, ja. Ja. Kannte ich vorher auch nicht. Bist du die ganze Woche hier? Nee, nur heute. Auch was überfrachtet und mich hier eingetragen. Also ausschließlich gut Englisch sprechen. Genau, und ich entwickle halt gerade so ein Glossar. 30er Ordnung, das ist richtig. Nee, 48. Okay, weil da stand 30 drin, dachte ich. So. Ah nee, es war auf dem Deckel. Der Deckel liegt auf dieser einen Kiste da oben drauf. Nee, deswegen ist der auch schon im Kneter. Das ist hier ganz normal. Man muss sich immer ein bisschen durchschlingeln. Und mach erstmal den Perfekt. Ja, guck mal, dann kannst du nämlich. Ja, voll. Ich zeig dir gleich mal. Dann kannst du danach dann auch schieben schon. Ja. Ich schreibe dir das auf. was schieben. Weil die hinten geht gar nicht. Patrick braucht es gerade eh nicht. Ich gerne mal nachschauen. Keine Ahnung. Nö. Samstag seid ihr zu 5 oder zu 6. Ja. Also, guck mal. Zucker rauf. Weißt du wie viel? 125 Gramm. Kann sein. Ich mach's immer Augenmaß. Das 125 schlechte Lehren. Den Obstkuchen rein. Noch mit Zimtzucker oben drauf. Yes. Und dann schiebst du vorne den Butterkuchen rein. Also auch noch.
Und dann machst du hier oben Also erst Obst, dann Zucker. Vorne Zucker, hinten Obst, weil Obst noch länger. Dann klickst du einfach auf den Timer. Und wenn der Timer klingelt, dann check den Zuckerkuchen. Du kannst auch Aida fragen, die weiß, wie der aussehen soll. Und wenn ich wiederkomme, machen wir Rebstöckle zusammen. cool. Wann jetzt? Heute, okay. Der oberste muss noch dann unterschreiben. Der ist für Kuchen. Ach, nicht der oberste wollte meine ich. Hi. Was ist das? Ja. So, ich habe erst Obst und dann Ja. Zucker. Reicht das von Nee, der- voll, ja. Okay. Zeit läuft. Und dann, genau, ja. Okay, cool. Ich gucke einfach wieder Ist mal an. Ja, so etwa eine braucht Viertelstunde. ein bisschen länger, ne? Genau, aber Zucker guck ruhig ein bisschen früher schon mal rein, dass der nicht zu dunkel wird.
lange muss das geknetet werden? Genau, ich lasse den Roggen jetzt einfach langsam kneten, so 10 Minuten wahrscheinlich. Und ich gucke halt zwischendurch immer mal, ob die Konsistenz gut ist oder ob ich noch ein bisschen Wasser nachkippen muss. Aber genau, soweit. Sieht jetzt erstmal gut aus, ja. Und wie sieht es dann aus, wenn es fertig sein wird? Also erkennt man das dann von außen oder muss man da mit dem Finger dran? Ja, also wir fassen generell immer viel, also genau die ganzen Teige an und gucken einfach. Ja, also es ist auch einfach Erfahrung, dann einfach weißt, okay, jetzt ist genug Wasser dran oder okay, es kann noch was, das ja, kann man dann aber, genau, ein bisschen fest ist, deswegen kippe ich jetzt einfach noch ein bisschen Wasser nach und dann. Genau, jetzt lasse ich halt einfach noch weiter kneten, gucke auch, dass das ganze Wasser untergeknetet ist, dass der nicht mehr glänzt und dann, ja, ist ja fertig. Sieht noch gut aus. Ja? Ja, voll. Auch halt länger. Das ist ja auch Übung letzte Woche. Ja, das ist echt gut. Ja. Du bist aus Stuttgart? Ich habe da jetzt ein paar Jahre gearbeitet. Und, Ich habe in Stuttgart studiert, tatsächlich in Hohenheim. ja, Ja, dann kennst du dich ja mit Brezeln aus, ey. ja geht. Hast du einen landwirtschaftlichen Background? Nee, gar nicht. Also, ich komme hier aus Berlin und hab. Ah, das ist auch beliebt. Ja. Wie bitte? Ist es noch nicht so weit? Oder? Nee, ich gebe es noch 2 Minuten. Es kann auch ein bisschen dunkler werden, finde ich. Und dann, genau. Und das raus. Das hat auch noch 2 Minuten. Genau. Dieser Behälter, der war ja jetzt noch mit anderem Teig. Oh, Genau, das war der Roggensauer, der davor schon drin war. Und den, genau, haben wir dann ausgekratzt und nutzen dann die Box aber nochmal. ja. Und dann, genau, machen wir es dann zum Schluss der Schicht immer sauber. Aber Ja. genau, jetzt, weil es der gleiche Teig ist und so, kommt es Ja, das dann macht direkt mit guten rein. Das Sinn. macht keinen Unterschied. Ja. Genau. Ist okay, ja. Genau. Genau, du musst da lange auf den Knopf hier oben drücken. Den, dann
Und hier oben hast du den, Ah ja, ich weiß nicht, genau der und dann. Aber ich denke mal, so von meinem ersten Blick her Kann noch. sieht es noch ein bisschen hell aus. Denke ich. Genau, dann kannst du zumachen und dann kannst du hier nochmal bis hier auf das Programm, zweimal, dann ist hier der Timer, dann nochmal, dann fängt hier die Minutenzahl an und dann, weiß nicht, kannst jetzt, der war noch, ja, hätte ich auch gesagt. Und dann macht es natürlich auch wieder jeder anders. Manche schmieren das so richtig mit Sahne ein. Ich Ich meine, der Zucker, der dann so sprenkel das nur. Genau, ich will schon, dass man ein bisschen mit Kristallin noch Den hat noch gar kein Marketing. So. Oh ja, das geht sofort. Und ist jetzt der Weizen sauer für den. Genau. Hier
jetzt der Brezelteig, den lasse ich jetzt so 3 Minuten ungefähr langsam laufen, dass das alles soweit erstmal eine Masse wird, sagt man, als alles zusammen ist. Und dann lasse ich ihn nochmal 5 Minuten ungefähr schnell laufen. Das dann, genau. Und der ist dann für morgen? Genau, der ist für morgen dann. Den lassen wir jetzt noch ein paar Stunden draußen stehen und dann bringen wir ihn später in die Kühlung. What about you? Du bist halt sehr die Weg, schnell geschätzt. Das ist auch nicht. Ja, magst du hin? Danke dir.
irgendwo an die Seite. Wir tun ihn da in den Kühlschrank, wenn Platz ist. Deutsche Brote sind wie viel Gramm? 900, genau. Bei denen die fruchtbaren Backen da, 150 Gramm. Beispiel sind 100 Gramm und die verlieren auch 50 Gramm ungefähr. So, Brezeln werden so 12 Minuten gebacken. Man muss vor allem darauf achten, dass die nicht zu trocken werden. Genau, wenn die Lauge nicht mehr so stark ist, bleiben die ein bisschen heller, aber sind meistens dann trotzdem durch. Wir werden nachher mal schauen, wie frisch die ist. Wieder der gleiche Teig wie beim Beutebrot und bei den Seelen. Jetzt einfach in einer ganz anderen Form. Wie nennen diese? Rebstöckle, angelehnt an den Rebstock. Und viele Kunden und Kundinnen erfinden tatsächlich sehr kreative Wörter dafür. Irgendwie Weinstöcke, Peitschen, Rippen. Also die wildesten Sachen kommen dabei raus. Aber eigentlich heißen sie Rebstöckle. Ja, im Kühlschrank, relativ weit hin, also so in der hintersten Reihe, ohne Deckel ist der. Genau, die werden jetzt besprüht, weil die kriegen ein Topping und weil wir die in Mehl ausrollen, haben die nicht so viel Haftung sonst. Also genau, Kümmelsalz kommt drauf, dann einmal nur Salz und Pfeffer und Salz. Aber keine Hefe. Hefe liegt da, habe ich gesehen. Vorne, da wo die Sahne auch ist, oder? Ah ja, okay, dann nicht. Dann liegt sie. Kann sein, ich hab das. Ja, dann hat es durch. Abbacken. Wie das Rätselständer. Und dann messen wir auch eigentlich immer noch die wir messen immer noch die Temperatur vom Teig. Das ist einfach auch so ein bisschen als Qualitätskontrolle. Gucke ich jetzt in 20 Grad und dann schreibe ich das hier einfach auf die Tafel. Rätsel hatte ich. Ach so. Pack ein und dann wieder. Ich kann, guck mal, da gab's Seelen auch.
Warum? 6 Euro. Auch 10% Ah, schön. 10% Winkel ist drin. Ja, ist in Ordnung? Aber schön, dass er das sagt. 6 Euro. Möchten Sie Karte zahlen, ja? Aber schon länger oder jetzt? Okay. Schönen Ja. Tag. Schönen Tag. Hi. Aber hast du irgendwas gemacht oder also einfach? Ganz komisch. Ich habe hier noch ein richtig schön dunkles. Ich habe noch ein richtig schön dunkles, ja. Ja, die einen mögen es manchmal ein bisschen heller, ja, ein bisschen dunkler. 6 Euro, bitte. Genau, ich forme gerade den Roggenteig zu Roggenbroten. Den Grundteig haben wir am Samstag angesetzt, machen wir aber eigentlich auch immer einen Tag vorher. Aber dadurch, dass wir jetzt wieder Wochenende hatten, haben wir da so ein Rezept, wo wir einen Teil Salz mit reintun und den dann übers Wochenende im Kühlschrank gehen lassen. Und dann heute früh haben wir den Vollsauer gemacht, also den Roggenvollsauerteig noch mit Mehl und Wasser. Und Aida hat vorhin den normalen Roggenteig gemacht, der jetzt dann noch mal 2 Stunden gegangen ist. Und daraus formen wir jetzt Roggenbrote. Ich habe auch schon Roggenkastenbrote geformt. Und so kleine Roggenbrote machen wir da draus auch. Ne? Und die kommen durch die lange Teigführung auch immer erst am Nachmittag aus dem Ofen. Und das wissen die meisten Kunden eigentlich auch. Und die verkaufen wir aber dadurch, dass wir die nachmittags backen, auch noch am nächsten Tag. So ein Roggenbrot hält sich ziemlich lang, bis zu so 8 bis 10 Tagen, wenn man das gut lagert. Eben dadurch, dass mit Sauerteig gebacken wird, hält sich das eh relativ lang. Ja, dann verkaufst du so 2 halbe. Okay. Das passiert. Ich glaube, liegt an dem Teig. Ja, super. Haben wir noch Sahnekalb fürs Eisfett? Ja, das hängt da eigentlich. Versuche ich mal zu spülen. Ja, aber da haben wir, ich glaube, 10% 10%. Also als kleines, aber das ist Weizen. Kommt er noch hoch. Okay. Und so ein Stück Apfelschorle. Danach kannst du wieder was rausholen. Soll ich den anpacken? Ja, bitte. Meine Mutter nicht tauschen den Friseur nicht. Ich war so enttäuscht. Wirklich? Ich habe nur eine Kappe aus dem Haus. Sieht aus wie ein Verbrecher. Aber es ist bei so einem Barber. Nee, ich habe schon irgendwie sowas in der Retreat. Blut zwar auch nicht günstig, aber passt jetzt auch. Oh ja. Kannst du einmal mit mir anheben? Ist nicht so weit, aber. Tschüssi. Hallo. Eine Seele Ja. und eine Seele. Das ist ein Apfel. Schönen Tag noch. Tschüss. Hallo. Ich hätte ein Beutebrot. Ja, sehr gern. Bitte schön. Schönen Tag dir. Und 1 Stück Apfelkuchen. Bitte schönen Tag euch noch, ja? Tschüss. Danke. Tschüss. Hallo. Eine Seele? Ja. Und 1 Stück Apfelkuchen. Bitte schönen Tag noch, ja? Tschüss. Hallo. Tschüss.
der Mann da auch Schimmel gehabt? Hallo. Was passiert hier? Wir liefern auch aus zu Restaurants, machen wir Lastenquatsch und jetzt bringe ich halt ein paar Brote zu unterschiedlichen Restaurants. Die sind bestellt sozusagen. Genau, da haben wir einfach Kunden, die regelmäßig bei uns bestellen aus der Gastro und dann haben wir eben halt auch den Service, dass wir die dann vorbeibringen. Vor deren Eingangsstand ist so ein Ecklokal und dann ist da halt so eine Glasfront-Welt. Also vor dem Ecklokal, dann ist die Straße rein, die ganze Ackerstraße oder Bergstraße rein. Was motiviert dich? Ja, mir macht Spaß, dass man hier so schön Multitasking arbeiten kann und die Arbeitsabläufe total effizient gestalten kann. Das macht mir einfach so persönlich total Spaß und ich finde es auch besonders schön und bereichernd, neuen Leuten Wissen beizubringen. Also jetzt wie wir heute einen Praktikanten hier hatten oder eben neuen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mein Wissen weiterzugeben. Genau. Und das fügt sich alles ganz gut in diesem Job hier zusammen. Ja. Ich liebe es einfach, so mit den Händen zu arbeiten und nicht mehr nur vorm Computer zu sitzen oder irgendwie so ganz theoretisch an Dingen zu arbeiten, sondern ja, was sehr Praktisches zu machen, was sehr Direktes, wo ich einen direkten Output habe, wo ich direkt sehe, was bei rumkommt. Genau, und ich backe eben schon lange gern selber und liebe Backen einfach.